Der macht so. Wo seht ihr euch denn in 10 Jahren? Früher gegen Löwen gekämpft, jetzt haben wir eine Geschäftsidee. War wirklich der beste Pitch, den ich heute Abend hier jetzt so gehört und gesehen habe. Wer der geeignete Investor ist von uns, ne? Von der Defensive in die Offensive. Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton, ein schwäbisch-usbekisches Gründerduo, wagt sich heute in völlig neues Terrain. Hallo liebe Löwen, mein Name ist Nico Schlotterbeck, ich komme aus Stuttgart. Mein Geschäftspartner kann ich vorstellen, Waldemar Anton, sehr renommierter Mann aus Usbekistan, Kasachstan, Ja, was war das? Usbekistan. Früher gegen Löwen gekämpft, jetzt haben wir eine Geschäftsidee. Spielt doch in Deutschland, oder? Und Bären. Spielt doch in Deutschland. Ja, klar, aber wir haben jetzt eine wichtige Geschäftsidee, können wir euch vorstellen. Der Waldi kann euch das genau erklären, was das ist. So, das, meine lieben Löwen, ist ein Tape, ein Kinesio-Tape, womit man Verletzungen und alles in der Form zunichte machen kann. Wir haben sogar das Tape so entwickelt, dass da ein Chip drin ist, mit dem man die Bewegung, wenn man jetzt eine Handbewegung macht oder eine Wurfbewegung oder eine Schussbewegung, damit man das messen kann. Das heißt, wenn wir zum Beispiel was an den Fuß ranmachen, an die Wade oder so, und jemand hatte vorher Probleme, sieht man, wie stark es im Vergleich zur anderen Wade sein könnte. Ja, und den Rest erkläre ich euch. Ja, den Rest erklärt der und mein Partner hier. Zuallererst für 200.000 bekommt ihr 10% von unseren Anteilen. Wir haben keine weiteren Investoren. Wir haben das Geschäft 50-50 aufgebaut. Schaut der Alex, Alter. Nicht ernst, ne? Hast du das gesehen? Der macht so. Der macht so. Okay. Wir gehen in den Sportbereich, in den Therapiebereich, eher Richtung Leistungssportler, wie gesagt, weil wir gewisse Bewegungsanalysen damit testen können, gewisse Verletzungen präferieren können oder auch vorbeugen können. Ja, und wir freuen uns, wenn sich einer von euch für uns entscheidet, weil ich denke, das Produkt in ein paar Jahren wird durch die Decke gehen. Der Waldi hat das selber mitentwickelt mit den ganzen Entwicklern. Wir stellen das in Usbekistan her. Ja, und das wird aus dem Verkauf für 14,99 €. Die Gage beträgt so knapp 7,99 €, also wir stellen das für deutlich weniger her. Wie viel? Für 6 €. Wo? Und Usbekistan, habe ich ja gesagt. Wie gesagt, dann wird es gerade bisher nach Deutschland transportiert und wir machen gerade die Verpackung und so, machen wir ganz alleine. Deswegen brauchen wir einen starken Partner. Ich glaube, ihr habt gewisse Kernkompetenzen. Der Alex ist ja im Vertrieb so gut. 14,99 €. Wird das stückweise verkauft oder in Ja, Stück oder wir haben einen Online-Shop tatsächlich, der heißt kinesio.com. Wir sind jetzt noch nicht so fortgeschritten, deswegen ist die Bewertung auch nicht so groß. Wir haben das Unternehmen mit 2 Millionen bewertet, deswegen ist es noch. Wo seht ihr euch denn in 10 Jahren? Ja, ehrlich gesagt, in 10 Jahren sehen wir uns ganz weit oben. Wir wollen natürlich in die Sportlerbranche rein. Fußballbereich ist ein Riesenthema bei uns, ist ja auch riesengroß. Also wenn ihr wollt, kann das auch einer von euch testen. Herr Özcan, vielleicht möchtet ihr das testen. Kann ich gerne haben. Kommst du bitte her, kommst du bitte vor. Nein, Nein, weißt du das? Du hast doch mal ein Problem Ich brauche vielleicht eine Schere. Nein, ich stecke hier nicht. So müde. Ich möchte mir das so anschauen. Sie sehen ja, hier ist der Chip eingebaut. Ja. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel schießen, Sie haben ja jetzt nicht einen allzu festen Schuss. Ich bin Unternehmer, ich bin kein Schießer. Ja, ich meine jetzt, wenn Sie zum Beispiel Fußball spielen oder Sport machen, Ja. Sie haben ja nicht den Granatenschuss, den andere haben. Aber zum Beispiel beim Herrn Meier wird es mehr helfen. Am Kopf? Nee, nicht am Kopf. Er hat ja dauerhafte Probleme an seinem kleinen Ringfinger, weil er da ja ganze Zeit Bälle drauf bekommt. Ja, sehr interessant. Da würde es zum Beispiel helfen, wie man sieht, wie er die Finger benutzt jetzt beim Torwart halten. Und oder wie auch, geht das? Mit der App oder habt ihr da mit noch der eine App? Genau, wir haben eine Genau. App, die heißt auch kinesio.com. Die kann man beim App Store runterladen. Und das ist, wie gesagt, so ein ähnliches Ding. Der Herr Meier, der hat ja sein Café da in Regensburg. Und er muss ja dann manchmal auch sozusagen Tassen den Kunden geben. Und da können wir auch testen, wie viel er da mit den Fingern sozusagen sich bewegen muss. Und
könnten ihm vielleicht auch mal Tipps geben, dass er die Tasse anders hält. Also ist das jetzt für den Markt, für ein Restaurant oder eher für einen Fußball? Deswegen, das kann man, wie gesagt, wir wollen erst in den Sportbereich, aber um das Ganze groß zu machen, um später in 10 Jahren wieder, weil die sagt, das ganz, ganz groß zu machen, dass wir auf einer großen Yacht chillen. Das müssen natürlich auch die Bewegungen, wie viel ihr euch bewegt anhand des Tapes. Also Beispiel Herr Meier, Sie in Ihrem Restaurant mit Ihren Kellnern. Wenn Sie möchten, können Sie das einmal das auf jeden Fall mal drumherum machen bei den Kellnern und wissen ganz genau, was wurde jetzt an dem Tag gearbeitet und wie viele Teller verteilt. Ich kann ja auch dann sehen, wo die zum Beispiel rumlaufen, oder? Wenn die eine Pause machen. Zum Beispiel, ja. Wenn die zum Beispiel zu viel Mittagspause haben, dann kann man als Chef das auch sanktionieren. Aber das so an sich gefällt mir. Ich glaube, ich sehe da schon eine Chance. Wir müssen das nochmal dann so besprechen, wer der geeignete Investor ist von uns, ne? Also erstmal möchte ich ein großes Kompliment machen. Das war wirklich der beste Pitch, den ich heute Abend hier jetzt so gehört und gesehen habe. Vielen Dank. Könnt ihr uns vielleicht ein bisschen durch die Zahlen führen? Habt ihr schon irgendwie was verkauft? Das wollte ich gerade machen. Wir waren in einem Online-Shop sehr, sehr gut. Also wir erwarten dieses Jahr einen Umsatz von 250.000. Einen operativen Gewinn nur von 25.000. Deswegen das Unternehmen ist am Wachsen. Letztes Jahr hatten wir nur einen Umsatz von 150.000. Da machen wir sogar einen Verlust. Wir mussten unser Geld dazugeben. Der Herr Anton hat eine sehr reiche Familie, die ein bisschen Geld dazu schießen konnte. Ich habe mein Erspartes aufgebraucht. Aber wie gesagt, wir erwarten 2026 einen Umsatz von knapp 500.000 mit einem operativen Gewinn von 125.000. Und das soll sich so weiterentwickeln. Und ich denke, dass die Zahlen über die nächsten Jahre und bis 2030 erwarten wir schon einen Umsatz so zwischen 1,5 und 1,75 Millionen mit einem operativen Gewinn von knapp 350.000. Deswegen glaube ich, dass die Bewertung von 2 Millionen relativ fair ist. Aber wenn Sie wir wollen natürlich Sie als Löwen, Sie sind stark im Vertrieb, Sie haben viele Kontakte. Wir würden mir vielleicht auch entgegenkommen. Ich glaube, Herr Can, Sie kennen sich am besten aus, oder? Wir handeln bin ich ja gut, ne? Und definitiv finde ich es auch. Wir sind aber, was man sagen muss, wir sind nicht auf dem türkischen Basar. Ich finde, das ist viel zu teuer. 10% ist, wie alt seid ihr? Ich bin 25. Nee, ich meine, das Unternehmen. Das Unternehmen 3 Jahre. 10% für 200.000 und wir haben einen Umsatz von 150 oder 250, hast du gesagt. Das ist viel zu viel. Also, was in der Zukunft passiert, das weiß man nie. Ne? Deswegen würde ich sagen, für 200.000 würde ich schon mehr Prozent wollen. Das ist sehr, sehr interessant, die Idee, aber definitiv noch nicht so weit, wie ihr es vielleicht denkt. Also ich bin der Meinung, dass es für eine Einmalzahlung 14,99 viel zu wenig ist. Ich fände, wenn man in einer App nochmal ein Abo abschließen könnte, um nochmal explizit mehr Ergebnisse zu haben, fände ich persönlich besser. Aber ihr habt es jetzt so gemacht, deswegen bin ich raus. Vielen Dank, Herr Can. Wir haben Sie als einzigen Löwen ausgeschlossen. Ja, ich möchte jetzt nochmal eben, also wie ihr vielleicht wisst, bin ich Teilhaber von Leukotape, habe deswegen Interessenskonflikten aus den genannten Gründen. Bin ich leider raus. Bei mir kann man noch handeln. Ich finde es interessant. Was sagt ihr? Kommt ihr auf mich zu oder? Könnt ihr auch nochmal untereinander reden und besprechen. Ja, aber Sie müssen uns da schon erstmal ein Angebot unterbreiten. Also für 200.000 würde ich schon um die 15% wollen. 15%. Herr Meier, haben Sie noch? Ja, ich habe mir noch ein bisschen Gedanken gemacht. Damals in meiner Dortmund-Zeit kannte ich auch den einen oder anderen Physio. Vielleicht kann der da nochmal einen Videokurs dazu geben, für die Einführung, für die App vielleicht. Gar nicht so eine schlechte Idee. Hab da den Frank Zöllner im Kopf. Vielleicht kann der da eine Videoreihe machen, wie man das auch am besten anlegt. Deswegen, ich finde das gar nicht so schlecht. 200.000, aber ich möchte dann schon 25% haben und dann bin ich dabei. Das ist natürlich ganz einfach, oder? Dann würden wir uns kurz beraten. Sie haben natürlich bessere Kontakte als Herr Can, aber das ist ein Leben von Herr Can. Das soll ich besser. Ich bin raus, ich will doch nicht. Die Forderungen unserer beiden Gründer waren ambitioniert, doch die Bienen haben nicht angestochen. Stattdessen haben die Tape-Pioniere 2 neue Angebote unterbreitet bekommen. Nico und Waldemar stehen vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Die beiden Defensivmänner müssen jetzt beweisen, dass sie auch in der Offensive die richtigen Entscheidungen treffen können. Wir haben eine Entscheidung getroffen und der Herr Anton wird sie euch mitteilen. Ja, für uns ist natürlich erstmal wichtig, danke, dass ihr so dahinter steht.
Herr Can und Herr Meyer. Wir haben uns gerade beraten und wir entscheiden uns für den Herr Can. We have a done deal. Nico Schlotti Schlotterbeck und Waldemar Waldi Anton haben sich entschieden und machen ab sofort mit Emre Can gemeinsame Sache. Wir sind gespannt, wie sich diese Partnerschaft entwickeln wird und wünschen viel Erfolg. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal im Nest der Bienen.